durch Berg und Tal dahin. Da sehet man die Christenheit zur Kirche fröhlich ziehen. Wir gehen zum Hause Gottes hin und wollen Jesu Lob mit anderen noch erhöhen. Dort hört man Evangelium, was Gott für uns getan. Man sagt zu des Erlösers Ruhm, dass nur helfen kann. Wir gehen zum Hause Gottes hin und wollen Jesu Lob mit anderen auch erhöhen. Wie lieblich ist im Gottes Haus ein Vorschmack in der Welt. Dort geht man immer mehr hinaus im himmlischen Gezelt. Wir gehen zum Hause Gottes hin und wollen Jesu Lob mit anderen auch erhöhen. Zijn nummer 34. Gottes gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich in nichts vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, singt im Geiste nieder, gibt das Herz ihm wieder. Gott ist gegenwärtig in die Cherubinen, Tag und Nacht gebeuget ihnen. Heilig, 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 singen ihm zur Ehre, alle Engel hohe Chöre. Herr, vernimm unsere Stimme, doch wir geringen, unsere Opfer bringen. Majestätisch Wesen, lass uns rechtlich preisen und im Geist den Dienst erweisen. Möchten wir die Engel, wir stets vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass uns dir für und für Kraft zu gefallen, liebster Gott im Allen. Du durchdringest alles, was dein Licht störe, in nichts unser Herz berühren. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stelle halten.
dass wir so still und froh deine Strahlen fassen und dich wecken lassen. Ich wünsche jedem einen guten Morgen von dir. Jeder einer ein herzlich willkommen. Wir haben hier Jas, ich weiß nicht von wo alle weg, aber von mehr, das freut mich, hier zu sein. Es ist Familie. So, das merkt das war noch ein paar Tüsja und Vorjahr. So, mag Gott hier durch das Vermerk war hier mit uns sein. Wir haben hier alle, die sind schon klasse rüttet, ein paar Vers zu lesen, aus Psalm 3 ist hastig. Psalm 3 ist hastig von 2 bis 6. Dort sage ich, Gott, du bist mein Gott, frie wache ich zu dir. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Lande, da kein Wasser ist. Deshalb sehe ich nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne schauen deine Macht und Ehre. Denn deine Güte ist besser, dein Leben, meine Lippen preisen dich. Deshalb wollte ich dich gerne loben, mein Leben lang, und meine Hände in deinen Namen aufheben. Das wäre meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit freulichen Munde loben sollte. Das hier Buber im Psalm sagte hier die Überschrift von der Sehnsucht nach Gott. Und das wird mein Verlangen von der auch war, wo sein. Wir sagen, wenn wir erst eine Sucht haben, erst wird mit seinem Titel gedenkt sein, da würden wir so denken, das wird sehr eingesündet. Aber hier in dieser Hinsicht denke ich, das Krach, was die Ware immer war so haben. Dat is de tweede vers hier zijn dat we einfach worden am siegen en einfach eine Sucht haben am. En an die vierde vers dat we am worden loben en preisen für wer er ist, für was er alles für uns getan hat. So mocht das vermerkt, war er zu drehen, dat wir wollen an Gott loben und preisen für wer er ist, en am nach war er sein besser kann zu lernen. Ich würde fragen, wo das passend ist, eine Abstunde zu beten. Himmlischer Vater, wir kommen das Vermerk hier vor dir, Gott, und wir danken dir, wir loben und preisen dir für wer du bist. Herr, wir danken dir, dass wir hier dürfen so angestellt taub kommen. Herr, dass wir dürfen hier so taub kommen, als Kinder Gottes. Und Herr, noch einmal war an dein Wort anzuchecken. Wir danken dir, dass wir dürfen einmal war an dein Wort anzuchecken und war checken, was du zu uns zu sagen hast. Und ich freue mich besonders, dass du durch das Vermerk, was einmal wir hier waren tun, Herr, dass alle noch am dir gehen. Herr, mochtst du die Ehre von kriegen, mocht du nicht von dem sein, was wir uns wollen, weil tot tragen. Herr, ich bete, dass du in der Anleitung mit mir mocht sein, und lass auch mit Bruder Obram Giesbrach in der Botschaft, dass du uns mocht, die wir geben, was du was haben, was wir reden sollen. Auch besonders für all die Sonntagsschauleiter, was sie auch wieder gemerkt haben, um dein Wort fertig Herr, mocht wir uns alle von deinem Geist leiden lassen, auch für all die Tauhörcher, dass sie wollen ein mit Hort haben, dass wir wollen einmal die ähnlicher wollen. Das befehlen wir dir an, der Jesus Christus sein Namen. Amen. (346). O wechselgelos trag ich in der Brust ruhend in den Armen meines Herrn. Alle Sünden, Schmerz, floh mein banges Herz ruhend in den Armen meines Herrn. Ruhend, ruhend, quälende Angst und Sorge fern. Ruhend, ruhend, ruhend in den Armen meines Herrn. Auf der schmalen Bahn geht es immer lang, ruhend in den Armen meines Herrn.
Licht ist nun mein Pfad bis zur goldenen Stadt, ruhend in den Armen meines Herrn. Ruhend, ruhend, quälende Angst und Sorge fern. Ruhend, ruhend, ruhend in den Armen meines Herrn. Ob Gefahr, ob Brot, hat's doch keine Not, ruhend in den Armen meines Herrn. Jesus, treuer Hort, sei mein Losungswort, ruhend in den Armen meines Herrn. Ruhend, ruhend, quälende Angst und Sorge fern. Ruhend, ruhend, ruhend in den Armen meines Herrn. Bricht die Nacht herein, bin ich nicht allein, ruhend in den Armen meines Herrn. Wird mein schwacher Mut, trau ich auf sein Blut, ruhend in den Armen meines Herrn. Ruhend, ruhend, quälende Angst und Sorge fern. Ruhend, ruhend, ruhend in den Armen meines Herrn. Wir wollen hier von der und der widere Anleitung hier kort ein Thema betrachten. Und ich habe die Überschrift gegeben, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Und was ist mein Ziel? Ich denke, jeder einer von uns würde wahrscheinlich sagen, dass ich habe Ziels gemerkt in meinem Leben. Und ich habe mir Ziels gesagt in meinem Leben. Auch für Jahre 3. Und ich würde mich freuen und wünschen, dass von jedem ein, wenn du Nummer 1 Ziel auf der Liste wird boven sein, dass wir einfach Gott würden treu sein mit uns ganzes Leben. Dass wir würden können da sein für arm und einen Unterschied merken. Dass wir würden können ein Licht sein. Und mir denke, das nächste Jahr hat mir Kartenbett ein paar Dinge über zu gehen, Ziels, was ich mir in meinem Leben gesagt habe. Und Lothar ein Kleinbett darauf würde ausgefallen sein. So, das erste Ziel, was ich mir gesagt habe, hat sehr viele Jahre 3, das ist ein jung bekehrter Bruder, dass ich würde einfach ein Mann Gottes sein. Dass ich würde eine Gottesfurcht haben, dass ich würde für Gott leben und einen Unterschied merken in dieser Welt. Dass ich würde das Mann sein, was du würd den Leib haben für meine Frau, für meine Kinder, was dann würde jeder Tag fehlen, um an seine Haupt zu sein, durch das Leben zu gehen. Dass ich würde das Mann sein, was wir in 1. Timotheus 2, Vers 8 von fängen down, was du sagen, dass was du wird helge hängen abheben, und Zorn, und Euer. Das, was mein Ziel immer war gewesen ist, dass ich würde das Mann sein. Dass ich würde Zeit haben. Nicht bloß Zeit, wo mein Kopf bei der Arbeit wird sein, aber wo mein Kopf, mein Körper und alles, wo ich würde Zeit haben von Qualität für meine Familie, dass ich würde auch da sein für Ernt, der Führer zu sein, auch der Mann zu sein, was dann wird fehlen. Dass ich würde Menschen das mitteilen,
wat Gott in mijn leven gedaan heeft. Dat hij mij heeft van eigen dood geraad. Des verlorene zender waar ik weer op dem weg naar de hel. Dat hij mij van rut geraad heeft. Dat wordt ook op een van mijn höchste Ziel zijn. Dat ik dat moet gaan doen in mijn leven. De nächste wat ik hier nog heb, dat is dat ik moet gaan in zegen zijn. Besonders voor de kerk, voor mensen rond mij, met wem immer ik weer in contact kom, dat ik moet gaan einfach de zegen zijn, wat ik moet zelf zijn. Dat ik moet gaan trouw en oprechtig zijn. Dat zijn alles ziels, wat ik mij gezegd heb, en dat hou, aber ook nog een paar ziels, wat ik mij tijdelijk gezegd heb. Van dicht bij 20 jaar 3, dus jong, bevrieder man, waar ik bald 20 jaar zijn, waar ik mir immer wel een ziel gezegd in Titeln, waar ik ook wil zijn te bescheiden. En een van de ziels weer, mijn droom weer, dat we nog mal een dag worden gaan wonen, in het land eten, met een wasserie, wenn dat ze zich abgewassen weer, en zo'n jong bevrieder man, afhang uit te schaffen, en van niks anfangen, dann wird das ein von meinen Ziels, dass ich will sein, durch nur Hand zu schaffen und durch eine Hand zu kommen. Aber das zweite Ziel wird noch, dass ich einen Tag das möchte beleben, dass Gott uns auch noch so viel segnen, dass wir würden können in die Schaf ihnen, irgendwo im Korridor zwischen Rubio und Cuauhtémoc. So, das sind alles Ziels, was ich mir gesagt habe. Und ich denke, mit diesen Ziels allein ist nicht arg. Über das nächste Jahr hat mein klein bisschen eben zu gehen, was du über so Ferien passieren wird. Und ich brauche dann rein bloß in mein Leben anchecken, ich brauche keine Finger schwach wiesen, woran das Nummer 1 Ziel, was ich auf meine Liste habe, dass ich würde Gott leben und dass er soll Nummer 1 in mein Leben sein. Woran scheint sich das so fertig, so dass das Ziel, dass da wieder eine raufrutschen. Dat de Westen van andere Ziele, wat du nicht unbedingt in sich schlag zijn, dat die aber wel naar hek rutschen. En ik wil bis kort een beetje zijn, wo mir dat gegaan heeft. Jeder einer von jullie kann sich selbst prüfen, wo je stehen da, oder wo je dat gegaan heeft, ob ich will dat zijn, wo mir dat gegaan heeft. En dort hat mir bloß den Vers zu lesen, ein Vers bloß uit Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 6, Vers 33. In sehr bekannter Vers, das sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches abfallen. Das Ingerste ab der List sein, dass ich da ganz boven auf der List hergestellt. Und es steht, dass ich das Erste, der da trachten deut, nach Gott, dann tracht ich nach diese Dinge, wo ich mich heute im irdischen Ferien genommen. Ich will mit dit nicht wollen sein, dass die Dinge arg werden. Was ich mit dit will sein, ist, wenn wir die Dinge erst de bovenhand stellen, dann, wo Gott soll sein. So das ist für mich, das in mein Leben gegangen hat. Und mit dort, dann weit wir aber auch, dann werden da automatisch die Dinge, wo ich mich heute so klar vergenommen, die werden dann nicht ganz so ausfallen, als ich mir heute ever geteilt. Wenn ich geschwor, diese irdischen Dinge Nummer 1 in mein Leben haben, da war ich keine Wahl kann, das Mann Gottes sein, was ich heute wollte sein, was ich mir so heute ever geteilt, dass er soll Nummer 1 in mein Leben sein. Ich war nicht kann, das Mann sein, was meine Familie fehlen wird. Ich war nicht kann, der Vater sein, was meine Familie fehlen wird, weil mein Ziel ist über den, Dollar in de irdische Dinge angegaan. En zo früh, du wordt dat krachtens dort gaan, want du is de ding meer af früh zijn, wat Gott wel haben wat wir sollen sein. Aber er wird nicht schaffen, wenn wir Gott nicht wollen, Nummer 1 auf der Liste haben. Das wird auch mein, dass diese Dinge, was Gott für mich getan hat, dass er mir hat, von eigen Tod geraten, dass er mir hat Leben gegeben. Ewiges Leben. Wenn ich so beschäftigt war sein mit all meinen Titeln Dinge, wahrscheinlich war ich gleich durch zweimal eine passende Zeit in der rechte Wied fing, um das irgendwo mitzuteilen. Weil mein Kopf
die wackelt am Titel geding. So ik wil niet kan, dit metdeel wat Jezus voor mij gedaan heeft, ik wil dat lang niet zo ver mal doen, als ik dat wordt verlangen wil gaan. En dat wordt mijn, den tijd wat ik wil gaan voor mijn familie, das tijd einfach van kwaliteit, dat zij einfach mij ganz kunnen gaan, wo mijn Kopf nicht wat zijn is, wo bij de arbeid gebleven, dat wanneer ze met mij wat worden, wat zeggen, dat ik dat niet moet horen. Das ist ein tijd, wo ich dann wahrscheinlich heute nicht bin fäng, bin ich war bloß werkeln über meine Titel gedenken, von Gott nicht was kann Nummer 1 sein in meinem Leben. Das Unterschied, was ich immer weiter haben wollte, in die Kirche merken, Menschen rum mich, ich war den Titel auch wegfängen, ich war die Freiheit nicht haben, weil mein Ziel Nummer 1 ist nicht mehr Gott, das sind meine Titel gedenken. So, all diese Dinge, das war dann so sehr schwierig merken, wenn wir Gott nicht Nummer 1 in mein Leben haben. Warum sage ich das? Ich für mich, ich habe das sehr persönlich erfahren. Wenn mein Ziel ist das, was wir mit diesen Dingen aufhängen, in Landreich zu merken und zu planten, ich habe auch bloß ein Ziel bin, und das ist ab 1 Jahr, das was wir wollen, eine Arndt annehmen. Auch das in die Schafsmann, wo ich alle bekannt mit sind. Wenn wir was kaufen, dann wieder verkaufen, ein Ziel ist dabei, dass wir uns die Welt mit Geld anverdienen, dass uns die Schaf waschen kann. Was wird passieren, wenn wir den Farmer würden das zum Beispiel nehmen, wenn er bloß wird, Anfangsjahr, wenn er Land gereiht hat, den Korn planten und sich da wieder nicht im Kämmern. Er wird sein Ziel nicht erreichen können. Da braucht Anstrengung, Tag für Tag, besonders in der Wasserstieg, da braucht so sehr viel Anstrengung. Sie müssen immer wieder klar haben, was sie jeden Tag zu tun haben, dass sie wollen das Ziel erreichen, dass sie wollen eine Arndt kriegen. Und kriegst sie die Schaf, da braucht jeder Tag, dass wir denken, was haben wir tun, dass wir wollen das Ziel erreichen. Aber wahrscheinlich ist das in uns geistlichen Leben, fertig so, dass das Ziel haben wir uns wohl sehr viele Jahre gesagt, aber was haben wir dafür wieder mit getan? Haben wir die Anstrengung gemerkt, was wir in die Schafeln oder auf unsere Formerie tun, dass wir Tag für Tag, Jahr für Jahr kicken tun, was haben wir verbessern, was sind Dinge, was wir von der würden sollen ändern, dass wir würden können, Gott Nummer 1 in uns Leben haben. Weil wir bloß kicken tun, der Israeliten aus Ägypten zurückgeführt worden, wie lange dauert es, was sie aufhängen davon zu verjäten, wo Gott ihn zurückgeführt hat. Dass sie verjäten haben, dass sie es glauben werden, dass sie sehr schwer schaffen mussten. Und ich wundere von der, wie viel anders dort von der für uns ist. Dass wir das verjäten tun, dass wir es glauben sein gewesen. Dass wir wieder am Weg nach der Hall, nach den ewigen Tod, und dass Gott uns zurückgeraten hat, und dass wir kein ewiges Leben haben. So, was do wir von der? Nächstes Jahr mich hier ein klein bisschen zu kicken, mit Jesus sein Ziel hier in das Leben. Und dort werden wir uns in Matthäus 4, Vers 1 und 11 zum Vers lesen. Wir weiten dort, Jesus sein Ziel hier, wir Nummer 1, mich und die ut ans senden Leben rütterraden. Hij kam hier nicht, hier in Schein gehen haben. Hij kam von da, wo allerbeste wir, aber am Jammer dort über mich und über die. So sein Ziel Nummer 1 wir, uns da rütterraden. Aber er wird sehr versagt. Den Feind wird es viel zu schade, dass er mich und die will ewiges Leben geben. Wenn wir uns die Vers mal lesen, aus Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Matthäus 4, von 1 bis 11. Dort sagt, da wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er von den Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.
Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird deinen Engeln über die Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinem Herrn und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. So wie kann hier auch sein, wo gerendlich Jesus versagt wird, dass er das Ziel nicht wird erreichen, was er erreichen will. Und das kriegt, was er von der noch einmal mit mir und mit dir tut. Er probt mit so vielen verschiedensten Wegen sein, wo er uns was kann aufleiten von dem Ziel, dass wir Gott Nummer 1 in uns Leben haben. Wo ich von der denke, wo er besonders Tautritt in Macht hat, wo ich hier bloß in unserer Umgebung kicken da, dort in den 8. Vers, wo er uns mit Reichtum versehen hat. Wir haben dort hier so gut als nicht irgendein Volk, das irgendwo ein Land hat, ich weiß nicht wo. Und ich denke von der, das sehr große Versuchung von der für uns. Und manche einer wird sein, und dann muss ich nicht immer annehmen. Das sind ein von den Dingen, was mir dort am ganz schwierigsten hat gemerkt, dass Gott kann Nummer 1 in mein Leben bleiben. So möchten wir hier auch bis wacker bleiben. Und ich möchte hier bis noch einmal betonen, ich denke nicht, dass das reich ist, wenn Gott uns segnen wird. Du hast nicht mit euch. Ich denke, bis wo dort auch nicht in Sehen ist, wenn wir dort erst vertuschen tun, für die Sehens, was Gott für uns reit hat, wenn wir dort zu sehen leiden tun, in den Titeln anstrengen tun, alles, was wir können, dass wir uns Nummer 1 Ziel vermessen tun, das ist Gott. So, was sind die Dinge, was haben wir verrot in der Bibel? In Hebräer 12, Vers 1 und 2. Ich werde hier einmal im Hochdeutschen lesen, aber Lothar bloß kart, im Englischen ist mir das nicht so klar. Das du sagen, der kann du besser verstehen. Aber Hebräer 12, Vers 1 und 2, die sagen, darum auch wir, die, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablehnen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Und lasset uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, der Anfänger von Vollender des Glaubens, welcher, da er voll hätte mehr Freude haben, er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich ganz zu Rechten auf dem Stuhl Gottes. Im Englischen würde das einfach bloß das Wort das sein, dass wir sollen Dinge offline, was uns hängen down. Und da kann jeder einer sich dann selbst prüfen. Was sind von der Dinge in mein Leben, in dein Leben, was uns hängen down, dass Gott nicht Nummer 1 kann in mein Ziel sein. Wieder sagt das du, Dinge, was uns ein bisschen so versobeln down, das entangle us, was uns einfach ein bisschen ansobeln down, ein bisschen spannen werden uns, dass wir die Dinge würden offline. Und ich für mich muss sein, dann hat das klar, das sind die Titel der Dinge. Weil ich mir bloß 3 Ketten da von den verschiedensten Zielen, was ich mir gesagt habe, wahrscheinlich sind mit keinem von den Zielen so weit wiedergekommen, was mit mir nicht. Das war das für mich wir. Was ist es von der für die? Kann jeder einer sich selbst beantworten. So dass ich dir schon sagen darf, Jesus wie gekommen, um uns all das Leben zu geben, das was sein Ziel wäre. Der Feind, 100% das Gegenteil. Heißt gekommen, um uns dort sein Tod zu holen, dass wir das erstens nicht wollen kriegen. Und wenn wir all den klar haben, um uns weiter sein, ein klar zu kriegen. Heißt das Gegenteil, gekommen, um uns sein Tod zu merken für ewig. Dass wir nicht wollen können, dass wir Leben haben. Und mit über 100 Jahren passiert eine große Erwartung in England.
die werden viele Menschen, die sich bekehren. Und sehr viel von diesen haben über den die Bürde und das Verlangen, dass sie diese gute Nachricht würden wiederbringen. Sie haben in Iwa, dass mehr Menschen würden schon das erfahren, was sie erfahren haben. So nachher von sich, sie entscheiden sich, sie würden in India tun, und durch die gute Nachricht wiederzubringen. Das wir eine Stadt, wo das sehr, sehr toll wir für Gott sein wird. Und es kommt der Tag, wo ein Mann durch sich bekehren wird mit seiner Frau und zwei von seinen Sehnstaub. Das gibt eine sehr, sehr große Abregung in der ganzen Gegend durch. Und über den, der Lehrer von dem Volk durch, mit der Allertaub, sie fangen an, uns sehr in ihr Drogen zu stellen. Sie sehen, wenn du nicht warst, den Glauben auf sein, wie wollen die in deine Familie anbringen, wie wollen die den Tod merken. Und er sagt, das kann ich nicht tun. Ich kann was erfahren, ich kann Jesus in mein Hart. Das kann ich nicht tun, ich kann das nicht auf sein. Und über den, sie drogen an und sehen, ob es noch einmal und sehen, wie wollen die anbringen. Und er sagt, das kann ich nicht tun. Und über den fängt er das Leid an zu singen, was wir von der Nummer 374 haben. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. So er fängt das Leid an zu singen, mit dem ersten Vers. Ich habe entschieden, Jesus zu folgen. 3-mal sagt er immer wieder dasselbe wiederholen. Du hast kein Trei, du hast kein Trei. Weil er das singen dort, über den kriegt er für seine Augen, brauchen sie seine Sehnsarm. Mögen entdauert. Sie sehen weiter an, in Trauden an. Sei du den Glauben auf, es war nicht. Wie wollen die in deine Früh auch noch anbringen? Ich fängt bis den zweiten Vers an zu singen, und das sage ich immer war, dass das, wenn keiner Wort mit mir gehen, ich war danach gehen, ich war danach folgen. 3-mal war das dort, kein Trei, kein Trei. Über den, als das Vers singen dort, brachen sie auch seine Früh an, mit dem Ardaut. Dann das letzte Mal trauten sie an noch einmal. Wenn du nicht warst, den Glauben auf sein, wie wollen auch die anbringen. Und er sagt noch den letzten Strophe, wo er sagt, das Kreuz ist vor mir und die Welt ist hinter mir. 3-mal singt er dort, du kriegst es in uns Leid, kein Trei, kein Trei. Über den müssen sie auch andaut. Und das Mann kann das nicht verstehen. Nu haben sie ihm angebracht, was er hat ein Zeugnis hängen lassen, er kann nicht mehr reden. Aber das Lehrer von das Volk, er kann danach nicht schlucken. Dann wird es nicht deutlich, was uns das gehen wird. Aber ein Tag, der alle Tauben roten dort, und er sagt, ich sei von dir mein Augen Glauben auf. Ich nehme das Jesus an, das ist mein Heiland. Ich lebe von dir wieder für arm. Kein Trei, kein Trei. Und das bleibt nicht bloß bei ihm, durch das Zeugnis, was das Mann geloten hat, bekehren sich sehr, sehr viele Menschen. So wusstest du wie von dir? Wo geht uns von dir persönlich? Als Gott Nummer 1 auf meine und auf deine Liste. Wenn ich von hier wieder bloß was dort tun, was ich mit mir getan habe, wo war das herleiden? Wenn meine in unsere in deine Kinder, wo ein Krieg in unser Volksstaat nur gehen, wo wir Krieg von der gehen down, wo wollen sie hinkommen? Wenn von der Dinge sind in uns Leben, was wir sein können, was wir sollen ändern, selber willig zu sein, dass Gott, ich will, die waren Nummer 1 auf meine Liste haben. So, ich will uns bis viel Mut sprechen, die Schwester. Weil wir Gott Nummer 1 loten auf der Liste sind. Wir wollen nicht kein dort siegreiche Leben haben, was Gott für mich und die ganz, ganz betont hat. Du hast nicht ein Ding, was er als schuldig geblieben. Das fragt nicht bloß in mich und in die. Wo lebe ich? Wo lebe ich? Lebe ich im Sieg. So möchten wir beswärlich sein, dass wenn wir Gott nicht Nummer 1 haben, dass wir Gott einfach möchten wahrer sein. Gott, ich will die den Nummer 1 Platz geben in mein Leben und ich will du sein für die. Dass er was kann ansprechen für die Dinge, was er ansprechen will, dass wir wollen kann einen Unterschied merken in dieser Welt. Möchte Gott uns hier wieder segnen.
Wir singen nummer 374. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Feuer 157. Feuer 157. Der Weg des Herrn ist stets der beste, und sieht ein Mensch ihn anders an, ist nur, weil er die ganze Wahrheit nicht klar genug erkennen kann. Herr, wie du fühlst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg verdunkelt sich. Wie du mich führst, will ich folgen. Dein Weg ist gut, ja gut für mich. So selbst ich meine Wege wählen, so würde ich bald gehen. In große Finsternis geraten und nie den Herrn im Himmel sehen. Herr, wie du fühlst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg verdunkelt sich. Wie du mich führst, will ich folgen. Dein Weg ist gut, ja gut für mich. Er führt mich recht, ich will nicht zweifeln, bis auch sein Weg verborgen mir. Geht sacht durch Trübsal und Versuchung, durch Ungemacht und Leiden geht. Herr, wie du fühlst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg verdunkelt sich. Wie du mich führst, will ich folgen. Dein Weg ist gut, ja gut für mich. Der Weg des Herrn ist doch der beste. Mein Herz ergreif's und halt dich stand. Gib auf die Furcht und allen Zweifel und
leg dich ganz in seine Hand. Herr, wie du fühlst dich wirklich klagen, wenn gleich der Weg verdunkelt sich. Wie du mich fühlst, will ich folgen, dein Weg ist gut, ja gut für mich. Herr, deine Wege ich mir wähle, mein alles übergebe ich dir, denn deine Hand wird treu mich führen, bis ich einst oben triumphiere. Herr, wie du fühlst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg verdunkelt ist, gut für mich. Feuer 127. Nummer Feuer 127 wordt passen als vrij in opstung, zum dat Leute singen. Du bist mein Ziel, mein Gott. Du bist mein Halt, mein Gott. Du lässt mich keinen Tag allein. Du gibst mir Kraft, mein Gott. Und ich vertraue dir, du willst alle Zeit mein alles sein. Ich bin dein Kind, mein Gott, bin dein Geschöpf, mein Gott. Ich bin vor dir Unendlichkeit. Du machst mich groß, mein Gott, und machst mein Leben reich. Du willst alle Zeit mein alles sein. Ich preise dich, mein Gott. Ich danke dir, mein Gott, und stimme in das Loblied ein. Dass alle Welt dir singt, wünscht auf den Fassig. Du willst alle Zeit mein alles sein. Sorry, plots niet. Du bist mein Ziel, mein Gott, zong vi. Have Gott geleerd erbij. Wie dat Wahrheit wieder singen deuten, wie dat man selbst nicht ans Gebet. Das ist wichtig, wie wir allein, du so, wie die gesungen haben. Ja, ein wichtiges Wort, eine Anleitung, die sie gehört. Brück wie von der. Unser Ziele, wo wir, und der Herr, du nicht was versagte, wo wir erreden. Viele von der, wo wir erreden. Und was uns gleich ist, das ist die nächste Frau. Gut, ich freue mich auch, in alle hier zu sein. Ik zou nog wat verreisd geweest zijn. En welkom wat hier thuis. Je gaat nog maar, ja, ik weet niet meer van waar. So welkom hier so.
En wat we er erwähnt, so fragt mich into alle te zijn. Hier so, das te zijn, der wird dann ein Unterschied. Dort nicht so eine fremde Lied sein. En die Hoffnung ist Prediger Isaac Baumann, durch eine Anstellung wird er viel zu merken. En Buenos Aires, für Tofas wird er was sein, Prediger John Unger. Du so. Von der Hof 3 Uhr Mittag ist Jünsten, oder Jün, dritte Eierlut. Te Medweg, klik 8 Suves, hier steht Bibelstern. Dat zegt Azaja wat zijn, dat wat vielleicht singen in Gebetsstunden zijn, oder wenn du jetzt wat am te stellen, dat du so wat in Bereich zijn, eine Botschaft von ein von der Redner von der Missionsseminar wat zijn in geweest, Bob Miller oder Alan Roth. Alan Roth, als hier so vielleicht meist 3 Mal gewesen, vielleicht auch ein bisschen länger, hat noch irgendwie den behalten, Alan Roth, dass ich mal geredet habe, ein Zuwis. Und nicht, okay? So, sehr verwirrt als dort. Und wir kicken aus der Mehlig erst dort die Hand zu passen. Wir möchten hier am hier noch reden luten. Ein von diesen beiden Brüder, die haben eine Hort von Mission, die haben ein Ziel, und das ist Mission. Und das ist in Serien, der unter hier. So, als die noch up, so kommt alle willkommen hier, so was immer du dann was sein, aber dann ist auch klar. Sie können uns nicht klar bestätigen, was von der. Drittens, zu Donnerstag 8 Suves als Chorübung. Viertens, Freitag 8 Suves als Jugendabend. Und fünftens, eine Einladung zum Iman-Schulprogramm, das ist bald para zum Aufschließen. Und das ist zu Freitag 8 Suves in den Niederländer Gymnasium in Kilometer 14. Also das ist eine frische Gruppe, die sie geformt haben, was dann die Niederländer halten, dass die wieder aus der Eigenwert waren. Okay, gut. Ja, du hast, sei wir eingeladen, das Programm, der du noch hier. Und in der Glück 7 zu ist Sonntag, dann ist ein Friedensort. So, wer du so Sonntag zu ist, macht. Wegen euer Bad von Bob Miller hier zu reden, wir kommen Sonntag zu ist, und wegen Iman-Programm da, wie so kürzlich darstellen. Und wir haben hier diese Anleitung für Iman. Sechstens sind um Glück 7 Mars Gebetsstunden für Jungs und Männer, die sind eingeladen. Siebtens, Brutpaar, so der Herr will, weil der Bruder Frank, der Sohn von Duf Ensen, Kampo 31, und der sechste Ottilia, der Tochter von Ubrenboyes, hier haben saß, der war Hochzeit feiern. Am Werk wieder, sind und Glock 5, so was gegen Abend, so jeder einer ist eingeladen für die Hochzeit, weil wir feiern beten für eine glückliche Ehe. Achtens, hier Gratulation, die Geschwister Jake und Jenny Lepjes, die von Campo 100, haben von Feie Sinnund den 15. Juni und sehen Joriah Kian. Und so auch die Geschwister eben Susi Freusen von Alberta mit ihrer Tochter Jimena von den 18. Juni. So Glückwünsche für diese Geschwister. Jake und Jenny Chanwe. Und aber eben Susi Freusen, vielleicht wer sind die Lied. Wesselings Chande nicht, das sind noch mehrere Jahre in Alberta gewesen. Und Ziel ist, ich kann es ja tatsächlich tüster sein, zwischen einen sich gekommen, so dann ging er zu Johann Peter schon an 3. Und der hat sich hier aber befriedigt, wie uns, das sind die Schwester hier so. So man kennt das vielleicht nicht, wer sie sind. Nächstens eine Anladung, hier so. Du wirst eine Mannerkuh geplant für diesen Sommer, oder nicht für ein paar Monate, nicht einfach diese Amaranth, sondern nicht einmal für diese Sommerzeit, wo die Schule ist. Und wer du so Interessen hast und singen, sag ich mal, du dort noch eine Groove sind zum Singen, und hier wurde diese Möglichkeit haben, du so eine Welt zu nehmen, Zeit zu haben, die darf sich malen. Und Bruder Theo Johnson, und das ist nicht gemeint, dass es jüngere Sälen sind, das kann Junge mit den Alten. Wer du so ein Zeugnis hast, der kann kommen, der kann du so an teilnehmen. Und hier ist das Nummer, je kann jeden anmelden, persönlich jeden anmelden. Wat nu wat van een paar Monaten zijn, te even, te mijn track zien, en vielleicht noch topvoeten in ein Programm. So, wer interessiert ist, darf die Jugend melden, dus, das ist auch die Gemeinde zu tun, mit dem Gesang.
Tendens, Eliano Gemeinde, Schulkommentei durch so, die siegen um Lehrer, sie früher, dass sie können, eine Bekanntmerkung, dass das da und sie siegen nur ein Lehrer, Mann, vorzüglich, für die Klassen 5 und 6, das sind bloß ein paar Kingerbus, die wollen Typ genommen worden. Und wenn jemand diese Bürde hat, jemand die online hat, diesen Ruf durch so, malt ihn durch so. Dus die Nummer von der Kommenteimitglied, euer Jeft, ja, das sind Zellularnummer, da gehen diese Klick und melden. Und jemand sagt, ich habe eine Bürde für den Staat, durch so. In Almosen von der letzten Sonntag, wir 18.350 Peso in $611. Wir müssen noch einmal daran erinnern, und das Seminar, Missionsseminar, was in Hawaii ist, was sein, das sind ebenfalls in der großen Tag, du bist hier auf Bürgstuhl, Park über der Gas, was unser Donnerstag, Freitag in Sinn und was stattfindet von dieser Brüdergruppe Bob Miller und Alan Roth. Wir denken an das, was Mission am Hart legen hat, wir denken an das, was persönlich Menschen anreden, was dort am Hart legen hat und dort auch tun. Wir denken an unsere lokale Mission, wer du nicht gewählt hast, bisschen im Platz. Diese Männer wollen uns hart bewegen. Wir leben dabei, das was wir tun, das was wir Jahren zu tun haben, das für diese Sache brennen. Und ich glaube, in uns auch was anstecken, dass wir wollen eine Retterliebe abwarten in uns, das frisch abwarten. Also, wir reden nicht kurz von alle nach Indien reisen, so wieder. Aber der Retterliebe, der muss in uns brennen. Der muss so wirksam sein. Diese Brüder, die haben hier was zu sagen, so, machen ihn anladen. Und jemand malt ihn vielleicht, dass sie ein bisschen weiten, für wofür sie Leute merken haben, was Multiden sein, was Nachrichten ist und so wieder. Hat jemand Interessen, malt ihn, weil ich kurz nur tue, und weil wir ihn halten mit das, das kann uns Tipp tun, zum daheim fahren und so wieder. Gut, hast du noch was dir so fehlt, bekannt zu geben? Gut, ans gute Buben sage ich, ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Beten, das erste Ding. Wegen uns sagt, dass Christen drücken nicht die Daumen. Ich hoffe nicht mit Gewalt, nicht in der Druck. Sie falten die Hände. Das ist ein schönes Wort für uns. Gut, als nächstes haben wir dann das Wort von Abraham. Gottes Segen. Ja, ich reise im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir alle top Gemeinschaft haben am Abend, dann können wir uns abends auch in sie Namen reisen. Und das ist meine Freude, dass ich das darf tun, oder dass ich auch mit den Top unter diesem Namen anbeten kann. Und diese Versammlung, das Gottesdienst, was wir hier alle haben gehört, es soll wirklich gesegnet werden. Ich dachte, dann krijg je de verreden, wat we hier horen. Es sei ja passend und sei ja praktisch gesagt, in wat we in ons aldaagse leven brücken doen. En es ist interessant, wat de juist schaffen dat. Wir dürfen uns gar nicht bereden, was wir sagen wollen. Aber ich dachte so, der Bruder, der muss dann gestern irgendwo ziemlich dicht bei mir gesessen und gecheckt, was ich studiert habe oder was ich gelesen habe, ich weiß nicht. Aber ich sehe nicht ein Wort. Ich sehe nicht ein Wort, dass er irgendwo einmal gesielt hat. Aber das geht ziemlich Hand in Hand mit was ich studiert habe und was mir wichtig wird zu bringen. Ich habe mich gewählt aus Philippa, das 3. Kapitel, Wort zu nehmen. Das geht von der die Freude im Herrn bewahren. Unsere Freude am Herrn bewahren. Und das ist ziemlich dort, was er sagt, das Ziel, was habe ich für ein Ziel, wo will wir haben, und er hat gute Ziele mitgeteilt, was er hat. Und unser Ziel ist immer weiter, wir wollen Gott dienen. Und die Freude am Herrn, die soll uns nicht verschwinden.
Mij stieg een vrouw op, bij dit thema studeren, dacht ik zo, wat is onze vrede? Wat merkt ons vrouw? Wanneer we zo leven en schaffen met onze irdische zaken, of wat immer we doen, wat merkt ons de vrede? Dacht, wat was wie vrouw? Wanneer we 's morgens het eerste opstonden, wat jet ons tegen de kop dat ons vrouw merkt? Oder wanneer we 's morgens opwaken, dat eerste wat aan ons in gedanken komt, merkt ons dat vrouw, oder merkt ons dat bedreigt? Wel, dat kan zeer verschieden zijn. Dat kan doen zijn als waar onze omstandigheden veel zijn. Onze gezondheidlich, ons Körper, dat kan ons niks merken goed voelen, of dat kan ons merken slecht voelen. We kunnen entweder Frau sein, dat we gezond zijn, oder wenn wir nicht gesund sind, kann uns das bedreigt merken. Ich wieder letzte Week, een dag besonders, wo ich nicht sehr gesund wird, dann lieg ich mir meistens bis im Badraum, und dann dachte ich eben nu, wofür wird die Gesundheit nicht wird? Dat merkt mir nu wat een vrouw en denk je dat ik weer gezond zie. Dat is fysisch gedacht, ons Körper, aber how about in onze Säule, wanneer we in onze Säule bekijken? Wat merkt ons vrouw? Wovrouw is onze Säule, wanneer we in ons innerlijke leven denken, ons Jesu leven? Wovrouw zie ik in de werkelijkheid? Dreeuw ik dat lächeln, dat vriendelijke wat ik op me gezegd heb, dreeuw ik dat toewingens dat de bijna werkelijkheid vrouw is? Oder dreeuw ik dat wings, ik probeer something te versteken, dat het innerlijk vielleicht aber gar nicht so vrouw is. We hebben mal de eerste vers in kapitel 3 lezen, Philipper, dat de schrijver voor dit is Paulus, en hij schrift aan de gemeinde, aan de broeder, aan de Geschwister, aan Gläubige. En aber nicht bloß dort, wenn wir im ersten Kapitel, der erste Vers lesen worden, da finden wir sogar, hij redt zu den Leiders und zu den Diakonen von der Gemeinde. Weil wir sind alle mit eingeschlossen. Hier redet er von Brüdern. Sagt er im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Und das Gedanke krijgt wel wie ons vanavond beschaffen. Onze Fried zal wie im Herrn haben. Freut euch im Herrn, das ist hier ein Befehl, sagt Paulus hier, sagt er zu der Gemeinde. Freut euch im Herrn. Was ich mir so doel sagen, studiert das, kriegt das Ausdruck, da in der den nu dacht. Dann ging mir das zu Horte. Wo deut Frau zie ich? Hoeveel Ursache habe ich, Frau zu sein? Aber was bringt mir der Friede im Leben? Sagt der Friede soll im Herrn sein. Und dann wieder sagt es, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Als uns om mij allemaal denk je helpen worden over de wo ons Jesu leven is. Ja, het is al veel mooi. Ons wordt immer wahrer denk je helpen. Over wo ons Jesu leven staat. En wo echt wie dat meinen met ons Christenleven en met dem Glauben. Dat wordt ons immer wahrer verhouden. De zinnerschullehrer staan dort. De Jugendlehrer doen dat. De prediger staan dort. De diakonen. De broeder. Om zich, alle. Ons wordt eenmaal denken geholpen. Ons wordt op een proef gesteld. Sogar Menschen van besiede Gemeinde, die stellen ons manchmal op een proef, zijn wo duip onze vrede is. Wo duip onze vrede im Herrn steigt. Weet je, Paulus zegt hier, is dat helemaal te veel. Wat hij eind immer war, dat zelfde schrift. En we stil verken mal eine zelfde multit op de sterie, dan denk je zo, nou, wat, dat is aardig.
Die gleiche Aufwechslung, nicht so? Besonders am Dash, unsere physische Eten, von körperliche Nahrung. Gleich wie Aufwechslung. Einmal Fleisch, einmal Schabele, einmal Ries, einmal Sesswort. Wo Paulus sagt, hier ist das so. Und immer war das selbst sagen, das wordt am Kimmel te veel. Hij voelt zich verplicht, immer war das selbst immer zu sagen. Und dann denkt je te helpen, immer das selbst. Scheint so, wir sind einfach verjährsame Menschen, uns muss das immer war gesagt. Und das selbst denkt Eva und Eva und Eva. Zum dat wir dort nicht verjäten, oder dat wir dort behouden, und dat uns dort eingeprägt wird. Und das ist dort nicht eine gute Lektion für uns? Wie denkt je vielmal so, wie Hand im Nächsten all einmal, dat denkt je helpen wird, selbst je immer wahr. Und besonders, weil wir hier und denken, uns te ermoenen, ons motor te spreken, onze vrede om haar te houden. Waar we dat eenmaal doen, om zich. Ons eenmaal motor spreken. Er is ook wel vrouw, hoe jeet hij dat? Nou, dat doen we. Was morgens, wanneer we ons begrüßen, dan wordt vielleicht wie es Mann sagen, buenos dias, ¿cómo estás? Dat is de ongewoonheid wat we gaan. Einmal waar. In Wirklichkeit, du geben auch nicht mal so viel im Raum, wo uns es geht. Sei wir noch schwind, bien, gracias. Aber wo deut es unsere Frau, wenn wir fragen, ¿cómo estás? Wo deut meinen wir das? Sei wir really interessiert, sei wir wirklich interessiert, dem Bruder oder Schwester zu treffen, was wir tun, und zu uns bedoelen ist, wo geht ihr das wirklich? Hast du nicht deut befreit? Geht ihr das von der Schein? Paulus sagt, haben wir das nicht zu viel, immer wahr, das denkt ihr aber. Freude im Herrn. Hat eine Freude im Herrn. Das ist Nummer 1, das ist wie ich höre ans Ziel. Was ist uns Nummer 1 Ziel? Und uns Nummer 1 Ziel soll sein, die Freude am Herrn zu holen, die zu bewahren, die nicht Leute zu verlassen oder wenig zu werden. Leider soll wie von der viele Menschen kommen zum Glauben. Die komen uit dit leven uit, zum Licht, en die komen bij deze vrede. Die vinden deze vrede im Herrn. Aber dat ja van jou, sehr viel von die soort, die hand lang in deze vrede vom Herrn gelebt, aber von jou nicht mehr. Die sind doel, die sind möglich, die haben nicht Lust mehr zu dienen in der Kirche, die gehen andere Weg. Die haben ihre Vrede, und das wird gefangen aus dem Herrn. Dat Bibellesen ist nicht mehr sehr viel wert. Dat Bibellesen ist trieg, dat ist ladig, ist nicht mehr in Erfüllung bringen. Dat Beten hält nicht mehr viel Wort an, wegen die Gebete worden vielleicht nicht erhört oder alles Wort. Wenn dort der Fall ist von dir, wie ein von uns, dann ist eigentlich ganz klar, dass du Licht wird waschen. Du hast ein Hindernis in ons leven, waarom onze vrede im Herrn nicht gut kann sein. Da kann alles was sein. Und wir wollen von dir uns ein paar Dinge verführen hier, was Paulus wichtig wie hier, was am so sagt, was du können Hindernisse sein, um die Freude im Herrn vollkommen zu haben. Wenn wir den zweiten Vers nehmen, da sind all 3 Faktoren, 3 wichtige Dinge. Wat ons kunnen afhouden van de vrede im Herrn. Het eerste zegt, achtet auf die Hunde. Dat is een vreemde uitdruk wat we niet immer willen gebruiken. Bij Apostel zelf voor de hoen. Wat zijn hoen hier op deze stad gemeint? We hebben het mal naar Matthäus 15, vers 26 draaien. Matthäus 15, vers 26. Het gaat hier om de geschichte van een vrouw, wat door Jezus nu schreef, dat ze hulp wil hebben voor de dochter.
En im 26. Vers sagt es, aber er antwortete, zu Jesus zu der Früh, es gehört sich nicht, den Kindern ihr Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Es ist nicht reich, die Kinder ihr Brot zu nehmen in die Huhnfette schmieden. Wer wird dort wat am hier noch helpt früh? Dat wir eine kananäische Früh. Dat wir eine Früh, wat nicht uit dem Volk Israel wir, wenn ich das recht verstanden habe. Und er nannt die Kinder hier die Juden, oder das Volk, Gott sein Volk. Es ist nicht reich, da ihr Brot zu nehmen, schmiedet das für die Huhn. Für das Volk, was nicht zu Gott gehört. Das liegt eigentlich bloß verschwenden. So der Huhn soll wir hier das keine Menschen sein, ihr weißt, was bitte konnte die Gemeinde sein, was ungläubig sind. Herdevolk. Naja, da fällt ja, das Herdevolk, das Volk von Bitte. Dort ist vielmal das Volk, was uns die Freude am Herrn berauben will. Dort sind die vielmal, was uns auf der Probe stellen, als wie Frau im Herrn bleiben. Mit einem Handel oder mit durch riesen Einfluss proben die Menschen in ons Leben in te kruipen. En ons de Freude vom Herrn seine Wende zu merken. Das zweite, was wir in Philippa 3, Vers 2 sagen, das ist die bösen Arbeiter. Na, wer sind dort? Dort keine Menschen von uns gut sind. Die, die da Arbeiter sind, aber die tun es nicht reich. Die gehen nicht reich mit der Arbeit um. Die sind nicht treu. Das kann auch so sein, was uns vielmal die Freude verhindern kann. Oder wollen. Die sollen nicht kennen. Sagt ihr, achtet, wie sollen für die Apostel. Wie sollen Apostel dort ans die nicht worden. Die Freude im Herrn verdorben. Wenn wir zu sehr nur die herangehen, nur die ihre Einflüsse und so wieder kicken, und die herangehen, dann kann es sein, dass unsere Freude, wenn wir die Freude sehen, dann wird uns die Freude vom Herrn verschwinden. Und dann wollen wir immer bei kommen, wo wir wundern, wieso hat mir das nicht mehr erscheint. Es kann sein, wir haben unsere Aufmerksamkeit auf das, was gelangen, was wir Wirklichkeit sollen haben. Dann der dritte Vers, der redet davon, was dort gedaan moet, diese Freude zu haben. Denn wir sind die Beschnittenen, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf menschliche Vorzüge verlassen. Eine tiefe Freude im Herrn zu beleben und zu haben, braucht wie eine Beschneidung im Herzen, im Geist. Wir müssen innerlich traggeschnitten sein. Wenn wir zum Beispiel einen Opel haben, und wir sagen, der hat eine grüne Plak, was tun wir mit dort? Dann holen wir uns ein Messer, oder irgendwas, dann schneiden wir das grüne Plak durch. Zodat het te brukken is zum eten, wie willen den nicht eten met dat verfühlen, de Taub. So moet unser Leben auch gereinigt. Die moet beschnitten. Du moet eine Reinigung sein. Und dann kann wie Gott tun, wenn das passiert. Dann kann unsere Freude im Herrn auch vollkommen sein. Wenn wir recht uns Leute trage arbeiten, innerlich. Und dann sagt es, wo wir uns nicht auf menschliche Vorzüge verlassen. Und dort ist, was mir sehr dicht um Hort liegt. Was dem Bruder auch tut. Was sind unsere menschlichen Vorzüge? Was sind Dinge in uns Leben, was uns sehr wichtig sind? Was nicht unbedingt arg sind, aber was uns sehr wichtig sind. Was uns sehr hochsteht, was wir unbedingt nicht verlieren wollen. Wir hören ein Beispiel von Gita in der Ferien. Aber das gibt noch mehr. Das gibt noch mehr Vorzüge
Auf Spanisch würde wir das vielleicht Valores nennen. Values. Dinge, die uns sehr viel wert sind, was wir nicht loslassen wollen. Und hier sind some abgenannt. Was wir im 4. Vers sagen, sagt, obwohl ich auch in menschliche Vorzüge Vertrauen haben könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf menschliche Vorzüge vertrauen, so könnte ich es viel mehr. Paulus wurde ein Recht angehört, viel mehr wird auf seine menschliche Vorzüge zu sagen, als er selbst wird haben. Und er nannte hier ab, was seine menschliche Vorzüge würde ich sagen, ab was er würde gerne vertrauen. Das erste in Vers 5 sagt es, am 8. Tag beschnitten. Was sei welche Port wir von den Juden sind. Der zweite wir aus dem Volk Israel. Weil wir einer vom Volk Israel, von Gott sein, unser Gott sein Volk, das sogenannte Gottesvolk. Du wir hiervon. Du wir sich han könnt ab viel wird absaten, ab dort. Der dritte vom Stamm Benjamin. Ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit betrifft, untadelig im Gesetz. Hier sind verschiedene Werte, wo man könnt absaten, viel wird absaten. Hier sollen wir den Sturm von wo er kommt. Zum Beispiel seine Familie. Hij wordt kunnen zeggen, ik kom van een zeer beroemde, goede familie. Nog eens, zijn ouderen weer allebei Hebreeën. En dan weer hij ook een echte Hebreeën. Hij weer een Jood, een echte Jood. Hij wordt kunnen zeggen, ik kom van de beste familie op deze wereld. Weet je, dat kan ons op eenmaal onze vrede im Herrn wegnemen. Want wie ons worden, door verloten ik ja. Een zeer goede mama, ik ja een zeer goede papa, ik ja een zeer goede grootouderen gehad. Want dat ons beroep is, dan kan onze vrede im Herrn op eenmaal leeg gaan. Dat is een dood waar God onze Voorouders zijn geweest. Waar we dat niet verachten, wat onze Voorouders zijn geweest. Die hebben zich angestrengt, den Glauben zijn wieder te brengen. Dat wil we niet verachten, dat wil we niet doelran. Wens, want die dat niet horen, dan worden we vielleicht von der nicht sein, door zijn wo we nu zijn. Aber dort wordt ons niet raden. De Entscheidung, in de vrede im Herrn te haben, die hebben we in onszelf. Dat wie Frau im Herrn leben können, dat ist unsere eine Entscheidung. Ob wir das wählen oder ob wir das nicht wählen. Dat ist nicht selbst in seine Schuld. Oder dat ist auch nicht selbst in seine Ehe. Wann wir das tun oder nicht tun. Dat ist unsere eine Entscheidung. Und dann sollen wir hier noch mehr denken, wo ab wie keine Bücher, wo aber voll sind. Dat ist im 6. Vers, okay, noch einmal betreten, im 5. Vers, das letzte Ding. Du, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Sogar unsere Stellung in der Gemeinde, in der Schule, in der Kolonie oder zum Heim. Das haben wir auf einmal sehr hoch heben. Und sie denken, ja, ich sehe vielleicht einen Vorsteher, ich sehe vielleicht einen Angestellten auf dem Weg, oder ich sehe, was immer das kann sein, unsere Stellung, die kann uns auf einmal die Freude vom Herrn stehlen, wenn wir den Wicht und den Wert zu sehr auf die Stellung setzen, wer wir sind. Dann Vers 6 redet von den Iwa. Paulus strengt sich sehr an, das Rechte zu tun. Und er dachte,
Wenn heute Christen verfolgt wird, dann da het rechte. En dat weer daar wat er geen aanweer. Dat stem niet, hij moest dat Luther aanzien, dat we falsch zijn, ieder weer falsch. En zo is dat ook in ons leven, wanneer we voor wat iveren, wat niet reich is, dan wordt ons dat ladig lut. Dat wordt ons de vrede vom Herrn wegnemen, wanneer we voor wat iveren wordt, niet God zijn wel is. En dan het nächste. Untadelig im Gesetz. Immer gehorsam gewast. En hier würde ich kennen, mijn ene Zeugnis met vertalen, zoals ik in mijn jugendjaren weer. Ik was op als een natte jong in een zomerveldse kolonie in Santa Clara. Ik ging toen naar de school. En dan zie ik dankbaar voor, de leraars hebben mij geleerd lezen en zo wieder. Die strengden zich aan het beste voor mij te doen. Mijn ouderen, die zouden dat op hoe het wordt gaan met ihre jongens. Want zij niet in het leven worden ändern. En entscheiden, ihre jongens dat we te beide. Dan stu weer het kosten leven. Verder der. En ik weet dat alle, dat ik meest uit de school werd. En ik wist, dan werd het voor de ongewoonheid weer dan zo. Dat je uit de school weer groot genoeg om zondag op gas te gaan. En dat zou mijn ouderen worden handvieren worden. En dat willen ze niet. Zo zij entscheiden zich. Ze wisten niet wohin oder wat. Maar zij entscheiden zich, zij willen wegtrekken. Om zijn ihre jongens van dem Einfluss te bewaren wat du wir op gas. En vandaar zie ik mijn ouders zo dankbaar dat de Gottes stem gehoord hebben. Dat merkt vandaar nog in mijn leven onderscheid. Om mijn ouderen 20, 30 jaar terug entscheiden werden. Aber weet je, ik was, ze stond zo op wieder en een christelijk heim, mijn ouderen bekeerden zich. En ik denk dat nog zo klaar is, mijn papa een dag, en 's morgens verfrühstückt met de Bibel deel kwam, wat ik niet gewend werd. Die mij zeer vreemd. Maar ik kom weer deel en zegt dat van hier wieder, weil wir als Familie 's morgens een aandacht hebben. Die mij zeer vreemd. Ik ben 12 jaar jong. En zij probeerden ons het woord Gottes te leren. Zij probeerden ons goed op te trekken. Zij willen voor de jongens het beste. Zij willen den goede invloed geven. Zij probeerden om Herrn te vieren. En ik wil ook immer gehoorzaam zijn. Ik probeer immer het beste, mijn ouderen te gehorchen. Maar er kwam de dag, wo ik dat zelfs aanzien moest, met mijn ene zelfgerechtigheid. Met mijn ene probe schmack te zijn, en te gehoorzaam te zijn, word ik goed glücklich. Dat viert mij goed te deze vrede im Herrn. Dat geeft mij eenmaal deze vrede. Dat bracht goed vrede. Wens ik zag immer waar wo ik vervelen ben. Ik met mijn ene kracht dat niet kan. Ik broekt tussen Jezus Christus. Wat ik dat kan. Wat ik deze vrijheid im Herrn beleven kan. Wahrhaftige vrede. Dat is wat Paulus hier zegt, untadelig im Gesetz. Immer war gehorsam gewast. Proef gehorsam te zijn, de beste te doen. Maar dat brengt ons niet in Glück. Brengt ons niet de vrede. Het broekt een endernis. Dat zijn smaak te zijn, dat moet we te zien. En we moeten, zoals dat hier wieder zegt. Im 7. Vers. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Dort wird an zu seiner Höchststadt den gouden Familieruf, de gouden stelling in de kerk,
den gouden gehoorzaam wat we met onze ene kracht gaan proeven te doen. En zo wieder. Dort, wat ons hoogste steigt, dort moet we verlieren, om Christus in willen. Door is geen van die dingen wat ons raden wordt, wat ons de vrede om Herrn geven wordt. Dat is Christus alleen. Christus kan ons de vrede geven. Und wie der Christus in ons leven haben, so ist es im 8. Vers wieder sagt. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, damit ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, wenn ich nur zur Auferstehung aus dem Toten gelange. All unsere Vorzüge, menschliche Vorzüge, all dort, was uns Fleisch so heran geht, das können auch viele andere Sachen sein. Das kann Vergnügung sein, das können Hobbys sein, das können viele andere Dinge sein, was uns die Freude im Herrn berauben, wegnehmen. Das muss wie irrschwellig sein, aufzustehen. So ist wie in Vers in der Bibel findet, wir können nicht zwei Haare tun. Entweder einem oder dem anderen. Und wir wollen uns entscheiden, eins oder das andere zu tun. Beide können wir nicht. Entweder uns wird eins im Leben wichtig sein oder das andere. Und wenn uns diese Freude im Herrn nicht das Wichtigste ist in uns Leben, dann haben wir unsere Freude selbst. Und wenn wir die Freude im Herrn nicht haben, dann müssen wir sicher, was dann unsere Freude im Leben ist, und die aufstehen, omdat wir die Freude im Herrn wieder zurückkriegen. Deswegen sagt Paulus hier am Anfang, das ist mir nicht zu viel. Und immer wieder zu sagen, hat eine Freude im Herrn. Dort wir am wichtig, dort die Gemeinde, dort erkennen wird, dort der Friede im Herrn, der Friede im Herrn, Entschuldigung, der Friede im Herrn, wichtig wird. Dort wir am wichtig, dort die Brüder und Schwestern, der Friede im Herrn abrechtig houden wird. Dort der Friede nicht entsetzt wird, nicht versetzt wird für Tische wurde, als der im Herrn. Und wir leben von der in der Welt, wo sehr viel angeboten wird. Wir können wählen von so viel als wir wollen, wo wir unsere Zeit würden angeben können. Alle haben fleischliche Lasten und Scheinguns, was wir hier angehen können, was für uns Fleisch auch viel leichter wird sein. Aber das ist Nebensache. Wie müssen die fleischliche Lasten, was wir heute, wenn wir das erkennen, was uns Trouble ist, dort wir nicht mehr Freude am Herrn haben, die müssen wir willig sein, ich aufzustehen. Omdat wir unsere Freude am Herrn vertreten. Und der Einzige, was diese Freude am Herrn noch zweimal gehabt haben, kriegt so. Die müssen ich willig sein. Die Valores, die Vorzüge, was in ihr Leben sind, die ich aufzustehen, für sie die Freude am Herrn wollen kriegen. Wir kennen nicht für dich, für die Freude am Herrn. Das bleibt allein in uns. Oder die Freude am Herrn, die wird weggehen. Im 9. Vers, da redet von der Gerechtigkeit, eine eigene Gerechtigkeit. Wir können nicht unsere eine Gerechtigkeit, was uns zweimal die Freude bringt.
Wens wanneer we zelfs gerecht probeer te worden, waar we immer wieder merken, dat we fallen, dat we nicht vollkommen sind, dat wir immer wieder fehlen. Aber hier sagt, dass die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, dat is wat ons naar de rechte steed brengen wordt. Dat is wat ons vrijheid merken wordt. Dat wordt waarhaftige vrijheid geven. Wanneer we Gott seine Gerechtigkeit en ons nencherie en wie an Jesus Christus glauben. Dat is de einzige wahre vrijheid. Dat is de weg om tot de vrijheid te komen. Und dann, im 10. Vers, damit ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne. Die Kraft seiner Auferstehung. Was ist die Kraft? Das ist das Leben. Das ist das Leben, was wir kriegen in Christus. Wenn Christus stund vom Tod ab, Hij überwint den Tod met het leven. En om dit te verstaan, om deze kracht te krijgen en te erkennen, braucht dat we onze menselijke vorzüge afleiden, zodat we dit krijgen. Hij mocht ons vandaag besmutter spreken. Ons zelfs te brieven, wanneer mijn leven een beetje zuur en einkantig is, niet vrede im Herrn, waar we ons tijd nemen te kijken wat ligt er ver. En wanneer we dat is erkennen, wat er ver ligt, dan werden we willig zijn dat af te stonen met Gottes Kraft, arm Vrouw, um Help. Wie het ons zelfs kent dat niet. Ons Fleisch laat vielmaal niet los. Wie hebben vielmaal angst, wat wordt het doen wanneer ik dat wel loslaat? Wat worden andere mensen zeggen? Maar waar we doen niet nu kijken. Waar we kijken, waar we doen zijn dat onze vrede im Herrn volkomen kan zijn. En voor die aansje, wat er van der moedig im Kampf sind, vrede im Herrn haben, wat er froh sind, blijft moedig. Bewaart deze vrijheid. Durch diese Erkenntnis Christi. Durch die Gerechtigkeit von Gott. Und durch den Glauben an Jesus Christus. Vasthouden. Laten we bidden. Vrouw je opstoelen voor het passen is te doen. Dus lieve hemelse Vader, we danken dir, dat du ons Vader bist. En dat du die Sehnschheit hebt op deze Erde. Om ons te raden. Om ons de vrijheid te brengen, wat in ons leven fehlt. We worden verken zo ladig. We feilen zo eenzijdig. En dat is wanneer we onze vrijheid in die niet oprecht houden. Wanneer we onze vrijheid in zes wat ziet je, als in die. We vragen als die ons was helpen in ons gedankenleven in te gaan, in ons leven te kijken. Wat is mij wichtig? Wat zijn die dingen in mijn leven, wat mij kunnen, de vrijheid van die op eenmaal wegnemen? Vielleicht zijn we vandaag moedig. Dat kan zijn, einer der andere, we zijn vielleicht alle moedig. En die, Herr, help ons de vrijheid te bewaren. Want er zijn nog vele mensen wat er fehlt, deze vrijheid te wijzen, ver te leven. En dat te wijzen dat im leven heeft het betere vrijheid. Als de weltliche lasten en de vleesjeslast nu gaan. We vragen, als du ons was helpen, deze vrijheid in ons woorden te merken,
en de vrede volkomen te krijgen in ons en dit te bewaren. In Jezus zijn naam. Amen. Darf ik plaats nemen? Nummer 328. Lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein, denn der Vater in dem Himmel nennt uns seine Kinder an. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Gott wird uns an Vaterhänden, schützt uns im Kampf und Streit. Seine Gnade siegt ewig, Kraft und Stärke uns verleiht. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Aber die Gerechten grünen und ihr Fall ist immer Weg. Lass uns deshalb Jesu dienen, wenn in die Sünde gehen. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Ja, Gottes Segen für dort Wort, was wir hier tun. Freut euch in dem Herrn. Frieden habe ich immer. Und der Frieden in dem Herrn, das sind selber, was er durchdrehen. Wort sagt er uns auch, denn die Freude im Herrn ist eure Stärke, mit mir. So du hast im Geheimnis in dieser Friede, was du in dem Herrn ist. Sehr wichtig Wort, sehr klares Wort, ein mutmerkendes Wort. So, habt ihr vielleicht immer jemand von dieser Frau, was will ein bisschen was sagen oder was mitteilen, dann noch die Gelegenheit geben. Von dieser Freude im Herrn.
Vielleicht liegt die Kraft von der Wort an, als die Gelegenheit. Frau voor de vrede in dem Herrn. Okay, ja, dann bin ich wieder, dann freut nur uns mit dem Segen zu entloten. Laten we uns noch einmal der Häupter neigen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Bleiben wir in Frieden voneinander gehen.